Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I tell shorty drop it for a real one. Yeah. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them. Herzlich willkommen aus Plug & V. Heute Teil 2 bei Picard Tuning. Wie wir letzte Woche schon gesagt haben, heute wollen wir mal sehen, wie viel dein getunter Motor drückt. Genau. Also 85 Kubik 4-Kanal, 6-Kanal. 6-Kanal mit Doppelauslass. Mit Nebenauslässen. Mit genau. Nebenauslässen. Aber was genau verändert worden ist, erklärt euch Paul am besten mal. Genau. Also Fahrgestell ist einfach nur ein Fahrgestell, dass man jetzt hier auf dem Prüfstand einfach mal die Leistung messen kann. Grundmotor ist ein ganz normaler Motor jetzt aus meinem Alltagsmoped gewesen. Die Überströmer sind nicht bearbeitet. Gebaut habe ich den Zylinder jetzt auf 6-Kanal-Spülung mit Nebenauslässe, mit großer VFOS-Membran und 34er Flachschieber. Verbaut ist eine PVL-Zündung, eine Rennzündung. Grundmotor ist jetzt nichts Dickes, ist 5-Gang-Getriebe und ist eigentlich nur haltbar für mein Alltagsmoped gewesen. Und das dient jetzt erstmal zum Test. Und du sagtest gerade, du hast die Kanaltaschen von dem Rumpf nicht bearbeitet? Nicht bearbeitet. Quasi so original, wie hier auch in deinem Shop zu kaufen gibt? Genau, also genau. Man braucht sozusagen, also auf diesem Motor ist rein nur der Zylinder bearbeitet? Ist nur der Zylinder bearbeitet, genau. Kurbelwelle ist auch wieder eine Big Wolf Kurbelwelle, meine verschweißte. Viele schweißen jetzt auch die Kanaltaschen auf, planen das Ganze neu und wird aufwendig nochmal alles vergrößert. Habe ich jetzt bei den Zylindern nicht, weil viele halt auch einen Grundmotor bauen mit DDR-Gehäuse und so weiter, wo das auch nicht gegeben ist. Wenn man diesen Zylinder jetzt sieht, wie viel PS hat er original? Wenn man sich jetzt zum Beispiel einen 85 Kubik 2-Kanal zum Beispiel kauft, einen einfachen, schlitzgesteuerten, ganz normal schlitzgesteuerten, wie viel Leistung haben die zum Beispiel? Als Rohling denke ich mal so 8, 9 PS, also wenn die jetzt nicht bearbeitet wurden. Mit Steuerzeitenbearbeitung kommt man dann schon bei 12, 13 PS an. Und als 4-Kanal nachher ein aufwendiger bearbeitet auch 18 PS. Denn mit Membran nachher so 26, 27 PS ist das schon machbar. Ne, mit originale Kanaltaschen, nicht weiter so weit. Das sind ja eigentlich, das sind ja schon, also 26, 27 PS ist ja eigentlich krass aus 85 Kubik. Genau. Sag mal, wenn man jetzt sich einen 130er MTX kaufen würde, unbearbeitet, was haben die an Leistung? Die haben meist so 22, glaube ich, irgendwie so. Und das sind 130 Kubik, sag ich mal, ne? Genau. Also das ist natürlich schon krass. Aber aus diesen Motoren ist auch deutlich mehr rauszuholen. Deutlich ne? mehr, ja, 38 PS, so denke ich mal, höchstens. Ne? Ja. Und da hast du ja auch die passenden Auspuffanlagen, ne? Genau. Für die MTX, ne? Genau. Ist es auch möglich, die bei dir zu bestellen, also sozusagen über den Online-Shop? Momentan noch nicht. Ich warte auf die Endrohre und Endschalldämpfer noch. Die sind noch beim Eloxieren. Ich denke mal, Anfang nächsten Jahres könnt ihr die dann auch bestellen. In 2 verschiedenen Versionen? Genau. Einmal eine Drehmoment-Variante, der hier jetzt einmal zu sehen ein bisschen dünner ist vom Verlauf. Und einmal eine High-End-Variante, sage ich mal, hier. Genau, alles was jetzt hier ab 30 PS, sage ich mal, 32 PS ist dann nachher in die High-End-Variante zu empfehlen. Was machen wir nun? Wollen wir mal anmachen? Mal gucken? An, ne? Mal warm laufen lassen und dann mal schauen, ob er... Genau. Ja, ich glaube, ich mache mal einmal eine Messung so erstmal, um zu gucken. Dann lassen wir ihn ein bisschen abkühlen und dann nachher, ne? Genau. Okay.
Messung gleich machen? Ja, würde ich sagen, wa? Oder? Genau. Denke ich mal auch. Machen wir. Und waren jetzt gerade 25,5 oder? 25,9 glaube ich. Ja. 25,9. Ja, ich muss auch immer erst das Radleistung, das ist Motorleistung, muss auch immer erst die Übersetzung einmessen, weißt du? Ja. Deswegen ist er dann ja ganz schön warm. Man läuft doch jetzt nicht so eine magere Abstimmung ist das gar nicht, läuft Nee? doch ziemlich fett, ja. Absolut, ja. Müsste man vielleicht, oder willst du von hier mal filmen auch noch? Von hier? Wahnsinn, oder? Wahnsinn, oder? war Aus aber- 85, 26,6? Ja. Boah, Das ist schon doll, das ist ne? krass, das ist echt krass. Wirklich, aus 85 Kubik nur. Noch ziemlich früh anliegen. 10.000, 11.000 haben wir knapp. 11.000, 10.000, ja 10.500 Umdrehungen schon. Höchste Leistung. Ja. Drehmoment haben wir 17,9. Auch schön breites Band. Also geht schon. Ist das Radleistung oder? Das ist jetzt Motorleistung. Radleistung wäre 24,7 und 16,7 Newtonmeter. Also hast du nur 2%, also 2 PS Genau. Abweichung eigentlich. Ja, genau. Aus Verlustleistung über Kette und Getriebe und so weiter. Ne? Ja. Reibwert und so weiter über Reifen. Naja, kommt immer drauf an. Also Kettenschläuche, eine zu stramme Kette frisst auch sehr viel Leistung. Unterschiedlich. Ich denke mal so, wenn man den auf 130 km/h übersetzt, ist das vollkommen ausreichend. Ich glaube, jetzt haben wir im dritten gemessen. Ich meine, hast du 130 schon ist schon 105. heftig, ne? 130 km/h mit, ich sag mal, 85 Kubik. Das ist schon doll, Wie ja. gesagt, das ist eigentlich so ein Wert, den fährst du im MTX, Ja. sag ich mal so. Also ist schon krass. Genau. Ist echt krass. Also die Leistung hat er auf jeden Fall genug, um 130, 140 zu schaffen. Ja. Ja. Ob man das nachher mit Moped fahren will, ist eine andere Sache. Wahnsinn. Und wie gesagt, und wie das Ganze natürlich jetzt auch innen drinnen aussieht, Genau, schauen wir uns gleich an. Wir werden die Zylinder einmal ziehen und den Zylinder auch von innen zeigen. Ja, das ist fix gemacht. vor allem krass ist auch, dass der Dings nicht bearbeitet ist. Ne? Ich sag mal so, ich kenne das ja selber noch, was haben wir hier aufgeschweißt und abgedreht und größer gemacht und Ja. da bist du an 20 PS gekommen, sag ich mal so, wenn du so bist. Und hier, das rockst du mit so einem Das ist Wahnsinn. halt Membrane. Ne? Hast du eine Einlassfläche über ein Kolbenfenster nachher? Da kann dann viel Fläche nochmal holen. So, warte mal. Alter, das ist echt wirklich krass. Und wahnsinnig sauber, ey. Achso, dann reißt du dir hier sozusagen die Dings an, ne? Die Höhen, genau. Höhen Steuerzeiten an? werden einmal Ja. gemessen, wird angerissen. Und dann machst du ganz normal, dann spannst du das da wieder auf Genau, und frischst frisst abends deine... alles mit Hand rein. Ach so. Oh, geil, hier mit diesen Nebenauslässen, ne? Ja, größte Problem ist halt beim Simson-Zylinder sind die Stehbolzenabstände. Ne? Da bricht man halt durch. Mache ich immer Messinghülsen rein, klebe ich ein mit 2 Komponentenkleber. Ach so. Genau, weil man da halt wenig Platz hat. Ne? Durchgebrochen bin ich jetzt hier nicht. Eine Seite, glaube ich, bin ich durchgebrochen, muss man halt auch kleben. Ja, ein bisschen, Aber ja. Aber ist auch nicht minimal, viel. genau. Aber wie gesagt, von außen, wie gesagt, dass du hier nichts aufgetragen hast und auch da nicht, dass es Das ist auch ein alles Serienrumpf original. ist eigentlich. Ne? Das Genau. kann man eigentlich gar nicht glauben. Wie gesagt. Das ist krass. Also wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der in der Simson-Szene, der da jetzt so Ahnung von hat, so extrem, aber das jedenfalls ist schon für mich
Heftig. Also kannst du mal erklären, was da genau verändert worden ist? Genau, also hier ist halt 6-Kanalspülung eingebracht worden mit 2 Boostports. Nebenauslässe habe ich hier reingebohrt, auch per Hand. Ist maschinell einfach nicht zu machen. Auch die ganzen Bearbeitungen in den Überströmern muss man alles per Hand machen. Genau, wird halt die Steuerzeit wird vorher angerissen, wird alles per Hand reingefräst. In den Stehbolzenbohrungen bin ich leider durchgekommen, kann dann auch immer schwierig einschätzen, muss halt gebuchst werden mit Messingbuchsen und mit 2 Komponentenkleber eingeklebt werden. Genau, Gehäuse ist soweit Standard geblieben, unten die Überströmer sind so geblieben, wie sie original auch sind. Das musst du auf jeden Fall nochmal zeigen. Komm mit. Hast du das schon mal gesehen? Zeig dir mal. Zeig mal, dass es wirklich original ist, dass nichts aufgeschweißt ist. Geh vor. Genau. So an der Hauptströmer wurde nichts gemacht. Hier sind halt Kanaltaschen, die jetzt sowieso verdeckt sind. Weiß ich nicht, war vom Gehäuse vorher drin. Keine Ahnung, wer die da reingefräst hat. Aber sonst ist alles original geblieben. Der Vergaser ist ja ein 34er Polini, ne? Genau, 34er Polini Flachschieber. Und mit großer V-Force 4. Das Kolbenfenster ist ja, hast du ja nur bei Membran gesteuert. Genau, ne? nur bei membrangesteuerten. Okay. Wird auch alles Kolben, reingefräst. Kolben nimmst du die von ZT. ZT. Zufrieden Genau. damit? Eigentlich Top-Kolben, also Okay. Preis-Leistung sehr gut. Super. Barricade-Kolben und so weiter sind wirklich sehr gut. Sehr schön. Zündung hast du hier verbaut? Zündung ist eine PVL-Zündung. Ne? Innenrotor mit Licht, ohne Licht, sage ich mal. Ist auch eine gute Zündung, eine Rennzündung, wird auch viel im Cross-Bereich eingesetzt. Genau, Grundmotor ist ja vom Alltagsmoped von mir gewesen. Kurbelwelle ist eine Big Bore, ist eine verschweißte von mir, auch mit Honda-Nadellager. Also, das war Teil 2 von Picard Tuning und seinem 85er 6-Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, abonniert ihn, abonniert uns. Und wie gesagt, falls ihr Teile, Motoren, sonstiges braucht, meldet euch bei Paul. Genau. Vielen Dank fürs Alles Zuschauen klar. Dankeschön. und wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 17 Uhr. Bis dann, haut rein.